Hola chicas y chicos und willkommen zurück im wunderschönen España. Stets begleitet von unserem treuen Freund, dem Firaxis Crash Reporter. Den schicken wir aber gleich mal wieder in die Pause. Den brauchen wir jetzt nämlich natürlich nicht. Und hoffen, dass der ganze Kram hier beim Update, das heute ja kommen soll anscheinend, heute Nachmittag, Abend, keine Ahnung, dass das mal behoben wird, denn das nervt mich schon. Also ich kann ihn auch nicht zumachen, dann stürzt das Spiel komplett ab. Ich muss ihn einfach im Hintergrund laufen lassen. Weiß nicht, ob das bei sonst noch jemandem so ist oder ob es ein Mi-Problem ist, aber das braucht uns auch nicht zu interessieren. Wir möchten weitermachen und wir gehen in die nächste Runde. Wir sind Vilnius aktuell noch am Eingemeinden. Das dauert noch ein paar Runden, ich glaube 5, 6 Stück. Und Toledo haben wir gegründet. Einer unserer Konquistadoren, der ist noch hier unterwegs, ganz nach hier hinten und versucht hier noch eine Siedlung zu Der gründen. Blasebalg arbeitete unaufhörlich 3 Tage und 3 Nächte lang, und die Bronze schmolz und wurde wie Wasser. Aber ob das was wird, weiß ich nicht. Es wird uns auch für diese Zeitalter wahrscheinlich nichts mehr bringen, bis der hier ist. Ich glaube, der hat halt irgendwie 20 Runden oder so irgendwas auf dem Buckel, bis er da ist. Wir sehen es ja hier. Ja, 22 Runden. Das wird nichts mehr für die Runde, aber es könnte eine gute Ausgangsposition sein für später, fürs nächste Zeitalter, wie schon gesagt, mit der Moderne, mit Flughäfen und so weiter und so fort. Das werden wir sehen. Ist ein bisschen ruckelig heute irgendwie, weiß nicht warum. Wir gehen in die Erzählung rein. Ein Brief des Himmels. Die Forscher finden einen Brief am staubigen Straßenrand. Er lautet, dieser Brief kommt direkt von Gott. Oha, was will der denn von uns? Wenn du ihn kopierst und weitergibst, ist das Glück auf deiner Seite. Wenn nicht, dann sollst du verflucht sein. Ach so, ja, das ist unsere WhatsApp-Kettennachricht hier wieder. 'N Brief weitergeben. Ne, wir riskieren aber den Fluch, würde ich sagen. Wir sind in jeder Feier drin, bekommen genug Zufriedenheit. Wir riskieren den Fluch, das ist nicht schlimm. Wir werden jetzt unsere Nachbarn hier nicht mit irgendwelchen Nachrichten belästigen. Und ja, was machen wir hier? Wir könnten die Jade mitnehmen. 15% Gold ist stark. Belagerungs- und Marineeinheiten, das ist natürlich auch nicht schlecht für uns. Aber ich möchte zuerst mal hier Richtung Gold gehen. Marineeinheiten, aktuell sind wir ja noch nicht im Krieg, die brauchen wir noch nicht. Wir sollten uns aber überlegen, in Toledo relativ fix auch eine Einheit zu kaufen. Wir haben ja genug Kohle. Ähm, und zwar einen Armbrustschützen hätte ich hier oben gern. Eigentlich hätte ich auch gerne Karake noch zusätzlich an den Start gebracht. Ich glaube, das machen wir auch. Die Kohle haben wir. Armbrustschütze. Karake kann ich erst nächste Runde dann kaufen, aber dann können wir mit denen auch das Ding hier mal holen. Denn sobald wie ich hier hingehe und das Ganze, also erweitere hierhin, dann ist das Ding hier weg. Wenn ich das Geländefeld hier bebaue, wird es erweitert und dann verschwindet das einfach. Ich hoffe, wir bekommen das noch, denn Konfuzius ist hier ja auch schon am Start. Ich befürchte, der nimmt das jetzt mit, aber ein Versuch ist es wert. Hätte ich wahrscheinlich eine Runde früher machen sollen. Werden wir aber auch überleben. Rouen haben wir 'ne ja, das ist alles in Ordnung, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Der hat eh schon keinen Bock mehr auf uns, da ist Hopfen und Malz verloren, -90. Anführeragenda -166 ist natürlich stark. Also, besser gesagt. Und die Jade hätte ich schon gern in der Hauptstadt eigentlich. Können wir hier irgendwas rausmachen, was wir nicht unbedingt brauchen. Aber mit Zufriedenheit, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt in der Hauptstadt. Dann machen wir hier die Jade rein und dann knallen wir die zu hier, guck mal, nur 2,9. Das ist schwach. Hier nur 0,8, das ist auch übel. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das sind die ganzen Dinger, wo wir jetzt die Spezialisten einsetzen und noch keine Zufriedenheitsgebäude gebaut haben. Da müssen wir gucken, dass wir da vielleicht mal etwas nachholen. Was gibt's hier? Missionar? Achso, der steht und muss hier in ein Land, ist wieder gegen missioniert worden. Es geht schon mal gut los. Es geht schon mal gut los. Da verliere ich gleich schon wieder die Nerven, wenn die jetzt anfangen mit ihrer Missioniererei. Ich möchte doch nur mein Zeug. Holt euch euers zurück, ist in Ordnung. Bin ich fein mit. Aber lass mich einfach in Ruhe. Kann ja nicht sein. Der sollte warten auf den Konquistador, der hier irgendwo lange rudelt. Hat sich die schon zurückgeschickt? Oder warte mal, doch, das war er hier, glaube ich. Nee, da war ein Tertio. Das ist Quatsch. Er hier war's. Genau, er rüttelt da hinten hin. Und die Einheiten hier, die können wir auch nochmal verteilen. Ich glaube, wir könnten die drei. Der hat ja auch Einheiten im Gepäck, oder? Bin ich da jetzt richtig noch im Bilde? 3 Feuer am letzten. Er hat 3 Infanterieeinheiten. Pass auf, da schicken wir die 3 Einheiten hier noch zusätzlich hoch. Hier entsteht ja dann demnächst noch eine neue Stadt. Ja, wir können hier durchlaufen. Das ist ja unser Stadtstaat. Den hier hin und den hier hin. Dann sind wir hier oben auf jeden Fall mal safe, was das angeht. Falls irgendein Krieg ausbricht. Wobei ich nicht glaube, wie sieht es denn mit ihm aus? Hält er noch die Füße still? Ja, den haben wir ja erst kennengelernt. Der braucht ein bisschen, bis er uns hasst. Das ist so, das wächst über Zeit. Das wächst alles über Zeit. Anfangs sind die alle noch ganz cool mit uns. Irgendwann merken sie dann, oh, nee, auf den habe ich gar keinen Bock. Und dann ist es irgendwann vorbei.
Also hier oben sind wir eigentlich noch fein, aber trotz allem möchte ich gerne ein paar Einheiten hier stehen haben. Teneriffa sind wir mit Schiffen gut abgedeckt. Da glaube ich, passiert auch erstmal nichts. Und auf Malle, da haben wir einige Einheiten sowieso schon hingeschickt, da passiert auch nichts. Das heißt, wahrscheinlich haben wir am wenigsten Verteidigung aktuell auf dem Festland, denn da kann es ja an 2 Fronten eskalieren mit Amina und hier hinten mit Friedrich, wobei der auch nicht so, also da passiert, glaube ich, nichts. Der hat hier nur 2 Siedlungen. Wo ist der überhaupt? Der hat hier übergesiedelt anscheinend mit 3 Siedlungen. Der wird ja mehr als 3 Siedlungen haben, oder? Warte mal, jetzt hab ich sie wieder alle eingeblendet und ich krieg sie wieder nicht ausgeblendet. Nee, der hat nur 3 Siedlungen, okay. Na gut, das ist ja mal gut zu wissen. Da passiert da sowieso schon mal nichts. Und Amina hat 13. Die hat hier, ja gut, die hat hier einmal rumgeschlängelt komplett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ja. Und hier hinten irgendwo noch ein bisschen was. Ich glaube, die hatte hier so Mistsiedlungen gegründet. Düm, ist das von ihr? Nee, doch, ja. Okay. Dann ist. Nee, passt. Passt. Dann habe ich wieder so einen kleinen Überblick. Der bleibt stehen. Und die alle, ja, die können sich von mir aus verschanzen. Ich lasse die trotzdem mal hier auf Palma. Können hier ein bisschen Urlaub machen. Zur Not müssen wir hier noch ein paar Einheiten kaufen oder produzieren, beziehungsweise den nächsten Schwung, den wir hier bekommen, den schicken wir einfach rüber. Und dann hoffen wir, dass wir noch einen Conquistador bekommen, der das Ganze wieder boosten kann. So, hier haben wir sie nichts missioniert. Der macht Pause. Der wahrscheinlich auch. Nächste Runde. Let's go. Da kommt ein Händler. Ach, da ist schon wieder einer am Start. Machiavelli. Da. Ach Gott. Da sind 2 am Start schon. Ich habe die Armada gegen Menschen ausgesandt, nicht gegen Gottes Winde und Wellen. Ja, und ich krieg einen Föhn mit den ganzen Missionaren hier. Kann ja nicht sein. Aber was haben wir denn hier? Produktion von Marineeinheiten. Okay, das brauchen wir alles nicht. Aber. Weswegen habe ich es denn gemacht? Ich glaube deswegen. Und wegen dem hier. Eigentlich wegen allem. Wegen zu Wasser ist gar nicht mal so unwichtig, merke ich. Wir schicken ja sau viel über Wasser. Ich glaube, wir machen beides noch. Tatsächlich. Wir machen beide. Ich wollte zuerst, glaube ich, nur das hier machen mit dem Siedlungslimit, aber ich möchte gerne beides noch machen. Und dann holen wir uns hier noch alle möglichen Siedlungslimits mit. Denn die sind ja fürs nächste Zeitalter essentiell. Ich glaube, die verlieren wir ja nicht. Also die Politiken verlieren wir, aber alles, korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liege, aber alles, was hier also behalten eigentlich alles, oder? Oder habe ich das jetzt falsch? Nee, die Sozialpolitikplätze verlieren wir ja auch. Aber die Siedlungslimit-Sachen, die behalten wir, glaube ich. Permanent, auch fürs nächste Zeitalter. Das wäre Käse, wenn wir die verlieren würden. Alles andere verlieren wir. Also wir behalten dann nur die Siedlungslimit und die Reliquien. Aber die brauchen wir im nächsten Zeitalter nicht mehr. Die sind ja irrelevant. Abratan, so rum. Wir haben eine Menagerie gemacht, sind hier fein, was Zufriedenheit angeht. Was machen wir hier? Das ist eine gute Frage. Conquistador braucht 9 Runden, das dauert mir zu lange. Produktion 54, eine Kombi aus Produktion und Nahrung wäre nicht schlecht, haben wir aber nichts. Heißt, wir sollten uns vielleicht Krankenhaus, Waffenmeister, Bank, so in die Richtung Verlies brauchen wir jetzt eigentlich nicht so wirklich. Kultur ist auch recht fein. Wobei wir das auch noch boosten. Ne, dann lass mal zuerst Kultur boosten, komm. Lass mal zuerst Kultur boosten. Ja, das sind die Geländefelder, das sind alles diese Zeitlos-Dinger. Hier sollten wir vielleicht doch irgendwo nochmal anbauen. Keinen keinen Dings überbauen, das macht meiner Meinung nach aktuell wenig Sinn. Wir bauen es mal da hinten hin. Hier kann man eh nichts groß machen, hier ist ja vom Gelände her nicht so geil. Dann Tenae. Kann auch noch einen Brennofen bekommen. Menagerie müssen wir danach bauen. Das ist auch ganz, ganz sicher. Da können wir das vielleicht auf ein Feld packen. Je nachdem, wo ich es hier hinbauen kann. Ja. Ja, das machen wir. Das machen wir hier oben hin. Machen dann danach die Menagerie noch dazu. Hier haben wir 23 Zufriedenheit. Das sieht noch aktuell sehr gut aus. Krankenhaus und Brennofen. Krankenhaus brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da würde ich auch so eine Brennofen-Menagerie-Kombination machen. Kulturtechnisch sieht es gar nicht schlecht aus. Da gucken wir uns mal gleich an, wie wir im Vergleich zu allen anderen stehen. Ja, den bauen wir hier hin. Bauen wir das auch noch als Kombi. Den überspringen wir wieder. Den können wir eigentlich auch einschläfern. Das dauert ja eine ganze Weile, bis der Conquistador hier hinten ist. Der muss nichts missionieren, aber hier war doch irgendwo. Hier. Habe ich hier keinen Missionar mehr? Oh, das haben wir komplett verloren. Passt schon. Doch, hier ist ein Missionar. Der zeltet hier nur. Aber der ist jetzt weg.
Das heißt, wir müssen trotzdem den lass aber hier stehen, weil hier sind schon 2 ready für gegen zu missionieren. Ähm, Das heißt, wir müssen hier noch mal einen produzieren oder ich kaufe noch mal einen, komm. Was kostet der denn? 380 €. Ja, komm, das machen wir. Das ist es mir wert. Und den möchte ich auch gern hier stehen lassen für gegebenenfalls, falls hier noch irgendwas übers Land zuckert. Hier kommt nichts. Das sind die Städte mit dem meisten Druck ist eigentlich hier Sabratan und Mallet. Das sind die beiden, die haben permanent 'nen Missionarsdruck. Alle anderen werden mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Wahrscheinlich haben die für die KI lukrative Geländefelder, deswegen gehen die hier hin und missionieren hier oben nichts mehr gegen, weil das ist ja für uns der hat ja für uns sehr lukrative Geländefelder. Und er hat hier ein Wunder gebaut, sehe ich gerade. Cool. Was ist denn das? Kann ich das sehen? Ja. Borobudur. Zufriedenheit und Zufriedenheit für Viertel. Ja, das hat er aber blöd gestellt hier. Das ist ja mal richtig dämlich. Aber besser haben wir als nicht haben, wa? Ich hätte es nur woanders hingebaut. Armbrustschütze, den schicken wir mal hier runter. Vielleicht schafft er das noch, vor ihm hier anzukommen. Er gurkt ja hier irgendwo noch immer noch rum seit ein paar Runden. Mal gespannt. Weiter geht's. Ja, er fährt woanders hin. Haben wir dem offene Grenzen? Oder was ist das überhaupt? Manda Hararo ist ausgebrochen. Okay, da müssen wir direkt was gegen reparieren. Reparatur alle. Zack. Schon erledigt. Und wir sollten Malett noch vergrößern. Wir müssen dran denken, vom Zeitalterwechsel noch die ganzen Stadtmauern irgendwie abzugraden. Ich möchte nicht mit den Uraltmauern da ins nächste Zeitalter rein, falls wir es noch nicht gemacht haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Hier war das Geländefeld, war, glaube ich, gut. Und das hier, oder? Die Bibliothek, die muss noch überbaut werden, klar. Aber das hier war stark. Guck mal, Gesamtertrag 47. Das ist ja insane. Das ist ja absolut geisteskrank. Und hier bekommen wir nochmal dazu 5, 7. Hier bekommen wir nochmal 10 dazu aufs Geländefeld. Üf. Da können sie ruhig ein bisschen schwerer machen. Können wir hier sagen, mach Geländefelder mit 50 oder mach Geländefelder mit 60. Schaffen wir auch. Alles kein Problem. Alles kein Problem für uns. Mozia könnte einen Conquistador machen. Der braucht nur 6 Runden. Fühle ich auch. Den fühle ich. Machen wir. Alles andere sehe ich jetzt hier nicht. Malletz kann so ziemlich alles bauen, aber da ist, oh, Sägemühle, Leute, Sägemühle, Brennofen, das ist ja alles geil. Machen wir eine Sägemühle erstmal. Bauen die hier zu dem Quatsch dazu, zur Schrotmühle. Ja, zack. Und Harapania, ja, der bräuchte auch noch einen Steinmetz. Da können wir jetzt langsam mal anfangen, die Zeitlosgebäude. 8 Zufriedenheit, haben wir noch Stein und Metz, kostet uns ja keine Zufriedenheit, weil es zeitlos ist. Das sehe ich auch. Den machen wir hier noch dazu, würde ich sagen. Zoom, was ist das hier? Ne, Ziegelwerk ist es, okay. Nehmen wir mit. Und hier haben wir alles. Das heißt, Pavillon, Brennofen. Nee, erst die Menagerie. Üf, Zufriedenheit ist hier ja komplett am Limit. Leben am Limit nenne ich das. Leben am Limit. Wir nehmen den hier. Geringe Zufriedenheit. Ja, da haben wir uns gerade drum gekümmert. Danke für den Hinweis. Okay, der hat noch nichts zu tun, der kann warten. Da haben sie tatsächlich nichts gegen missioniert, aber hier waren sie am Start. Jetzt wird es mir wieder angezeigt. Ja, ich werde es nicht verstehen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht kognitiv nicht in der Lage dazu, warum das mal klappt, mal nicht klappt. Ich kaufe hier nochmal einen Missionar. Ich gebe mein Geld so ein bisschen für den Kram aus, dass wir die nicht produzieren, uns da gebäudetechnisch nicht weiter aufhalten, weil da haben wir schon noch einiges, was wir produzieren können. Hier wurde auch gegen missioniert, zum ersten Mal anscheinend, denn das hat die ganze Zeit uns gehört. Das ist krass. Wir hatten der 2 Felder jetzt auf einmal bekommen. Hä? Hier ist ja nix. Habe ich das verpasst? Na gut, machen wir. Orthodoxie hat er noch genug. Ja, der hat noch eine Ladung. Sehr gut. Nächste Runde. Und, oh. Ein Mönch hat eine Methode entwickelt, um Linsen auf dem Gesicht zu befestigen, um Menschen mit schwachem Sehvermögen Durchblick zu verschaffen. Das Glas krümmt das Sonnenlicht und holt die Strukturen der Natur scharf in den Vordergrund. Ja, moin. Danke dafür. Linsen für Justizbeamte? Nee, Justizbeamte brauchen wir aktuell noch keine. Wir machen weiteren Nutzen für die Linsen finden und sparen uns dadurch eine Viertelsekunde Wissenschaft. Aber sei es drum. Warte mal. Ich wollte ja mal gucken, wie stehen wir hier. Friedrich ist ziemlich am Sack. Das wissen wir, der hat nur 3 Städte, da kann nicht viel rumkommen. Alle anderen sind kulturtechnisch uns relativ stark überlegen, trotz allem. Und Wissenschaft stehen wir im Mittelfeld, würde ich sagen. Wissenschaft ist im Mittelfeld. Wichtig ist hier Wissenschaft nur aktuell. Friedrich und Amina. Alle anderen erklären uns ja eh
vorerst noch keinen Krieg. Kommt halt drauf an, wen die mitziehen, ne? Wenn Friedrich jetzt hier anfängt, weiß ich nicht, ob er dann Machiavelli, wenn er den mitzieht, ist natürlich schwierig, weil der ist wissenschaftstechnisch ist der dreimal so stark und ist wahrscheinlich schon komplett durch mit seinem Wissenschaftsbaum. Aber andererseits, Leute, wir sind, was Einheiten angeht, voll on fleek. Wir sind komplett durch mit allem. Klar, wir haben diese Meisterung noch nicht mit Kampfstärke für Kavallerie, Kampfstärke für Infanterie und so weiter und so fort. Aber wir sind, was Wissenschaft angeht, mittlerweile wirklich on time. Keine Probleme hier mit irgendwas. Sehr gut, dann müssen wir die ganzen anderen Dinge noch erforschen, aber das schaffen wir, denke ich mal, auch noch. Da sind wir relativ gut durchgekommen dieses Mal. Im Zeitalter, im Baum der Wissenschaft. Die Schatzflotte ist da. Moin, die Schatzflotte ist da. Das ist die Dreier-Schatzflotte, oder? Sehe ich das hier irgendwo? Nee. Ja, das war die Dreier-Schatzflotte. Stimmt, die kam von hier unten. Da müsste die nächste auch schon fast wieder ready sein. Oh, in Teneriffa wurde gegenmissioniert. Ich glaube, hatte ich hier nicht einen gekauft? Ich hatte doch hier irgendwas gelabert, von wegen, wir brauchen hier einen. Bis der nächste unten ist, dauert mir zu lange. Ich bin mir sicher, dass ich das gesagt hatte. Vielleicht habe ich aber auch nur geträumt. Oder er ist schon weg. Kann natürlich auch sein. Dann kaufen wir hier noch einen. Komm. Kohle haben wir ja. 380 Euro. Ab rein da ins Vergnügen. Und viel Spaß auf Teneriffa. Frag mich, wer da missioniert hat und wann. Habe ich ist auch völlig an mir Ich habe die vorbeigegangen. Armada gegen Menschen ausgesandt, nicht gegen Gottes Winde und Wellen. Ja, das ist schon stark. Das ist schon stark, Leute. Wir haben so viel Wassergeländefelder. Hier können wir, glaube ich, nichts machen. Da brauchen wir nichts zu machen. Nee, das lassen wir mal. Nein, die Krise. Wallah, Krise. Jenseits der sterblichen Welt liegt eine weitere, so glauben die Menschen. Durch Gebete und Riten, heilige Bücher und gesegnete Orte ehren sie das Göttliche auf ihre Weise und wünschen sich Führung in diesem Leben und dem nächsten. Die verschiedenen Praktiken bereichern unsere Gesellschaft mit einfallsreichen Perspektiven. Durch Meinungsverschiedenheiten zwischen Glaubensgemeinschaften erschaffen tiefe Risse, die Chaos stiften. Aus Unterhaltungen werden Streitgespräche. Das Reich steht vor einer Entscheidung. Mehrere Religionen tolerieren oder sich unter einem Glaubenssatz vereinen. Wer mein Crusader Kings Let's Play kennt, der weiß, dass es nur einen wahren Glauben gibt, nämlich abonnieren oder kassieren. Und das werden wir hier auch durchführen, auch wenn der Name natürlich nicht ging. Also ich hatte ihn diesmal nicht ausprobiert, weil ich weiß, dass es von der Länge her nicht passt. Alle Glaubensrichtungen müssen akzeptiert werden. Ein Krisenpolitikplatz schaltet die Krisenpolitik religiöse Toleranz frei. Unzufriedene Siedlungen, die der Religion eines anderen Spielers folgen, können Unruhe auslösen. Nee, das wollen wir ja nicht. Einheit ist nur unter einem Dogma möglich. Halte die Krisenpolitik religiöser Eifer frei. Unzufriedene Siedlungen, die der Religion eines anderen Spielers folgen, können Unruhen aus. Okay. Das ist dasselbe. Aber wir sind religiöser Eiferer. Wir sind definitiv religiöser Eiferer. Das ist ein Trade, den schreibe ich mir auch im Real Life zu. Religiöser Eiferer. This is me, guys. Und wir erweitern erstmal. Hier können wir jetzt unten erweitern. Die Marineeinheiten werden ein bisschen stärker gemacht. Hier +1 auch für die Belagerungswaffen, die wir noch nicht gebaut haben. Und gucken dann, dass wir hier die letzte Meisterung noch bekommen. El Escorial ist leider schon lange gebaut, aber das Siedlungslimit, das könnte noch handy werden, je nachdem, ob wir in den Krieg gezogen werden. Der hat nur noch -80, weiß ich jetzt nicht, weil er wahrscheinlich selbst einen Handelsweg eingerichtet hat. Er ist selbst dran schuld. Wenn er Krieg will, muss er das ein bisschen anders anstellen. Und in Karthago sollten wir noch... Ne, wir können keinen Conquistador, oder? Ist das, weil er hier auf dem Geländefeld steht? Warte mal. Was probieren wir? Kann Ländern auf einem Geländefeld aktivieren, das im Besitz einer unabhängigen Macht ist. Diese unabhängige Macht wird zu einem Stadtstaat, dessen Suzerän ihr seid. Nein. Der kommt viel zu spät. Kiew. Moinsen. Das können wir machen. Stockholm wäre strategisch auch nicht schlecht. Guck mal. Ja? Stockholm hier. Kiew gefällt mir nicht so. Ich versuche mal Richtung Stockholm. 16 Runden. Was geht denn bei Kiew? Kann ich da jetzt noch rüberfahren? 14 Runden. Ja, das macht nicht viel Unterschied. Da schicken wir mal nach Stockholm und gucken, vielleicht wird das ja was. Das wäre natürlich geil, wenn wir Stockholm... Ja, gut, hier es ist natürlich klar, Kubim irgendwas ist gegründet. Der hier könnte zur Not aber trotzdem noch versuchen, hier hinten hinzufahren. Hier. Das war zu erwarten. Das war irgendwo zu erwarten. Hat er den jetzt neu genommen? Ja. Hier ist auch noch ein geiler Standort. Ah. Aber hier kommen wir dann gegebenenfalls gar nicht mehr richtig durch. Wenn wir Stockholm halten, dann wäre es schon möglich. Na, mal gucken. Das ist eine interessante Gegend hier unten. Das wird spannend, was hier noch passiert. Bin ich mal echt gespannt. Karthago kann
Aber wir können keinen Conquistador mehr machen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich ein Limit, wie viele wir insgesamt bauen können. Also wir sind jetzt Max, wird mir nicht mehr angezeigt. Einen bekommen wir ja noch, den sind wir ja irgendwo noch am Produzieren, glaube ich. Unten in Mozia. Ja. Na gut, dann haben wir zumindest alle mal ausprobiert, alle gebraucht, alle Trades erfahren. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Ich brauche mir hier einen Missionar. Nee, warte, wir gucken erst mal an, was uns hier angeboten wird. -8 Zufriedenheit in Siedlung, die eurer Religion nicht folgen. +2 Ladungen für neue Missionare. Das ist stark. Das ist stark. So, und dann machen wir jetzt hier erstmal sinnvolle Sachen. Wir gehen hier weiter und missionieren hier gegen. Aber ich kaufe die dann ja wahrscheinlich nur, die Missionare, trotz allem. Wir können es ja pro Runde 1 bis 2 Missionare mit unserem Einkommen kaufen ohne. Also einen auf jeden Fall. Oder kosten die jetzt viel mehr? Ne, 380 immer noch. Pass mal auf, dann lass mal überall provisorisch einen Missionar kaufen. Dass uns hier nichts passiert. Und dann konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere eigenen Siedlungen. Den haben wir gerade erst gekauft, glaube ich. Der ist ziemlich am... Ne, der hat auch 4 Aufladungen, okay. Ruyat braucht ganz dringend einen Missionar. Ja, ich mache das jetzt überall. Ist mir jetzt egal, auch wenn es quatschig ist wahrscheinlich und ich die ja auch produzieren könnte in der Theorie. Ich gehe da jetzt auf Nummer sicher. Ich möchte hier keine Zufriedenheitseinbußen bekommen. Wo brauchen wir den jetzt nicht so unbedingt? Da passiert nichts, aber wir müssen auch gucken, dass wir auf Malle einen stehen haben. Malle braucht definitiv einen Missionar. Und hier haben wir ja einen gekauft. Ich kaufe da noch einen direkt. Der verbraucht ja schon mal 2 Ladungen. Warum hat er aber jetzt noch nicht die Ladungen dazu bekommen? Bekommt er die erst beim nächsten Mal? Oder nur, wenn ich die produziere? Ich teste es mal aus. Vielleicht geht es auch erst in der nächsten Runde. Ich mache jetzt einen Karthago, produziere ich einen Missionar. Und dann gucken wir mal. Und dann kaufen wir in der nächsten Runde noch einen auf Teneriffa, um zu gucken, ob ich jetzt Quatsch gemacht habe. Ob ich das jetzt verkackt habe, dass ich den eine Runde hätte später müssen. Ich dachte, sobald der Slot besetzt ist, triggert das. Aber mir ist jetzt später aufgefallen, die hatten ja jetzt nur 4 Aufladungen. Und die sollten ja eigentlich... Sollten die +2 Ladungen für neue Missionare. Eigentlich hätte das doch triggern müssen. Oder es ist wirklich nur für produzierte Missionare. Dann müssen wir produzieren. Dann war das jetzt Quatsch, was ich gemacht habe. Und habe dann 3000 Gold umsonst rausgeschmissen. Nicht ganz umsonst, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Hier hatte ich hier schon einen gekauft, ja. Hier haben wir auch den Conquistador jetzt gemacht, oder? Ne, der braucht noch 6 Runden. Warum zeigt er mir Mozia jetzt an als Produktion? Hä? Ach, der kann den nicht mehr machen. Dann ist das aber auch ein blöder Fehler. Ja, wird mir hier auch nicht angezeigt. Machu Picchu. Okay. Ich hab mich entschieden, Leute. Machu Picchu it is. Also der Conquistador, der hier noch in Produktion war, den hat er jetzt quasi abgebrochen, unsichtbar abgebrochen. Und mir dann da gesagt, nee, sorry, Bro, geht nicht mehr. Du hast genug. Das hätte man aber anders lösen können. Da habe ich ja jetzt ein paar Runden, glaube ich, verschwendet. Außer es zählt noch zu Machu Picchu dazu. Weiß ich jetzt nicht. Bin ich mal gespannt. 7 Runden braucht der Käse. Ich hoffe mal, das baut noch keiner. Sonst werde ich hier... Sonst trigger ich hier. Das ist das einzige Wunder, das ich gesehen habe, was ich überhaupt bauen kann. Hier brauchen wir ein Pavillon. Wir könnten hier auch einen Missionar trotzdem noch einen. Komm, dann lass das mal machen. 2 Runden ist nicht zu viel. Der macht Pause. Ich pausiere die auch alle. Wir müssen dann jedes Mal aufs Neue durchklicken. Das ist, ich weiß, es ist ein Haufen Arbeit für uns. Aber das werden wir überleben. Und die schicken wir nochmal zurück. Die können wir noch Toledo rein triggern. Hier brauchen wir auch ganz dringend einen Missionar. Toledo bin ich tempted, ganz ehrlich, in eine Siedlung umzuwandeln. Und das mache ich auch. Das mache ich. Toledo wird eine Siedlung. Toledo ist, glaube ich, der bessere Spot von beiden. Vilnius bekommen wir in 2 Runden. Das wird ja auch noch eine... Das wird aber nur eine Gemeinde. Ich glaube, hier bekommen wir nicht genügend Geländefelder, um das zu einer sinnvollen Stadt auszubauen. Toledo zu einer Stadt auszubauen, macht, glaube ich, noch am meisten Sinn. Und dann können wir jetzt hier auch noch ein bisschen zuerst die Produktion abrampen. Mit den 3 Produktionsgebäuden, die wir noch übrig haben. Mit einer Schiffswerft unter anderem, mit +7. Die baue ich aber nicht hier rein. Ich bin mir sicher, dass neue Schiffe hier einsteigen, oder? Ja. Ausgebildete Marineeinheiten steigen bei diesem Gebäude ein. Und das ist natürlich der beste Spot, aber dann kann ich mit den Marineeinheiten hier nichts anfangen. Und das Thema hatten wir schon. In die Falle habe ich nicht nochmal. Das kann ich euch versprechen. So, nächste Runde. Die segeln hier hoch. Der Conquistador fährt hier weiter. Den habe ich schon wieder vergessen, was er kann.
Wir sind gekommen, um Gott zu dienen und reich zu werden. Vor allem, um reich zu werden. Deswegen sind wir gekommen. Achso, der fährt in die Siedlung hier rein. Genau, das war der Punkt. Alrighty. Gemeinde vergrößern. Gadia. Gadia hat... Ah, das ist auch noch eine blöde Siedlung einfach nur. Hätte ich vielleicht auch besser mal umwandeln sollen. Ich nehme hier noch fix ein bisschen Produktion mit. Aber das hier, Produktion, ein bisschen zu... Für alle ein bisschen. So ein Multipurpose-Feld. Und Rusikade kann auch nochmal einen Spezialisten gebrauchen. Was haben wir hier denn Schönes? 25 Gesamtertrag. Ich achte da jetzt trotzdem noch drauf, Leute. Ich höre da jetzt nicht mit auf. Nur weil wir durch sind. Wir müssen hier alles rauskitzeln, was irgendwie geht. 16 und hier hat er 14. Dann machen wir hier rein noch. Sieht gut aus, auch mit den Gesamtboni. Ich sollte vielleicht auch jetzt darauf achten, nicht mehr auf den Gesamtbonus vom Geländefeld zu achten, sondern eher auf den Zuwachs. Also wie viele Punkte wir pro eingesetzten Spezialisten dazu bekommen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, dass wir danach dann jetzt gehen und nicht rein auf die Gesamtzahl der Ressourcen auf dem Feld, weil das macht ja keinen Unterschied. Zuwachs ist wichtiger. Okay, dann hier Produktion bräuchten wir ja dringend. Da bauen wir das letzte Produktionsfeld noch aus. Teneriffa wird wahrscheinlich auch nie eine sinnvolle Stadt werden, weil hier einfach keine 22 Produktion. Was soll ich damit? Palma hat 24 Produktion, hat aber hier noch ein paar Felder offen. Nur Teneriffa sind wir jetzt am Limit. Da geht nichts mehr. Da ist produktionstechnisch ist hier tote Hose. Und wir sollten... Oh, wir haben nur noch 718 Gold. Eieiei. Missionar geht aufs Landgeländefeld und missioniert. Aber der hat jetzt immer noch... Da hat sich jetzt nichts verbessert. Also die waren wahrscheinlich... Doch, der hat 6. Und der wurde gekauft von mir. Der hat auch 6. Okay, dann ging es doch schon. Dann hat es anscheinend nur eine Runde verzögert. Aber alle, die ich in der letzten Runde gekauft hatte, die haben 6. Also der jetzt nicht, weil der hat nur 4. Der steht ja auch schon länger da. Aber alle, die ich in der letzten Runde gekauft hatte, der hier müsste es noch sein. Und ich glaube, Mozia auch. Die haben alle 6. Okay, dann war es doch kein grober Schnitzer von mir. Und es geht auch auf gekaufte Einheiten. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber wir produzieren jetzt noch ein bisschen was. Mal schauen. Gut, unsere Siedlungen sind alle froh. Hippo noch nicht so ganz. Die werden jetzt gleich wieder fröhlich und froh. Wobei wir da auch... Ne, wir können die Ressourcen ja nicht ändern. Wir können die Ressourcenzuweisung ja nicht mehr austauschen, weil es diese Runde einfach nichts ist zum Austauschen. Egal. Egal. Wir gehen weiter im Text. Und zwar würde ich gern Imperialismus und Souveränität noch machen für die Siedlungslimits. Da gibt es sau viel, muss ich sagen. Guck mal, hier haben wir noch eins, hier haben wir noch eins. Aber zuerst mal die beiden dicken hier wegmachen. Was bringt uns am meisten? Zufriedenheit, Einfluss für den Palast brauchen wir jetzt nicht. Produktion, Infanterie brauchen wir auch nicht unbedingt. Nahrung für Nahrungsnachbarschaft. Zölle. Zölle auf gar keinen Fall. Aber Nahrung für Nahrungsnachbarschaft können wir noch versuchen. Vielleicht bringt es uns ja was. Gegebenenfalls startet auch irgendwann demnächst nochmal eine neue Feier. Das sehen wir dann. Das sehen wir. Utica. Utica sieht zufriedenheitstechnisch noch in Ordnung aus. Menagerie können wir es noch aufheben. Das heißt, hier machen wir den Brennofen auf dem Pavillon drauf. Für ein schönes, fettes Kulturfeld. Ich glaube, Zabatam war dasselbe Spiel, oder? Nee. Mit einem Zeitlosgebäude? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, Brennofen. Hier oben steht es ja. Moin, NFS. Moin. Krankenhaus. Krankenhaus scheint gut zu sein. Nahrungstechnisch gar nicht mal so extrem hier. Das heißt, wir boosten das mal noch ein bisschen hoch. Den überspringen wir. Den hier auch. Bleibt jetzt bloß von meinen Städten weg. Ich habe ja jetzt keinen Nerv für. Wir sind mitten in der Krise. Kümmert euch um euren Kram. Und ich lasse euch auch in Ruhe. Malle ist auch safe. Sehr gut. Hippo ist safe. Harapa irgendwas ist safe. Oder? Ja, gut. Und das ja auch. Das mit den Religionssymbolen. Ich hoffe, die ändern das. Vielleicht kommt ja noch was im heutigen Update. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die ändern da mal noch was ab, dass man das ein bisschen besser sieht. Das hier ist schon verbessert, aber immer noch fehlerbehaftet, nennen wir es mal so. Alrighty. Du gehst hier hin und nächste Runde. Nee, noch nicht. Was war denn? Ah, das war Alba Nunez Gabelza de Vaca. Moin, Brudi. Große Persönlichkeit aktivieren. In fernen Ländern oder Naturwunder. 200 Gold für jedes Naturwunder-Geländefeld hier oder angrenzend auf Standard. Gut, ja, hier ist klar, können wir nicht drauf gehen. Können da nicht hochklettern, aber es gibt insgesamt 3 Punkte. Das ist auch das beste Feld, was wir hier haben. Hier wird es auch 3 Punkte geben. Also müsste es jetzt 600 Gold geben, wenn ich richtig gerechnet habe. 768.
Okay. War das ein Scam? Das waren doch 3 angrenzende Naturwundergeländefelder, oder? Das war ein Scam. Verstehe ich nicht. Nee, nee, ich bin gescammt worden, Leute. Ich bin absolut gescammt worden. Das ist frech. Ein Geländefeld hat's nur gezählt, aber warum? Hä? Aber da habe ich irgendwas nicht verstanden. Wir sind doch 3 Naturwunder-Geländefelder. Wir standen hier. Hier auf dem Feld. Eins, 2, 3. Ich kann nur noch zählen, auch wenn ich viel Satisfactory spiele, aber so durch bin ich noch nicht. Nee, jetzt kommt da gibt's gleich 'ne freche E-Mail an den Entwickler. Da bin ich ehrlich. Da gibt's gleich 'ne freche Mail. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Ich werde hier um 400 € gescammt. Das sind 800 Mark. Überlegt's euch mal. Gut. Ruhig, NFS. Beruhig dich. Wir haben Russland freigeschaltet. Moin. Sehr schön. Hat 3 Siedlungen auf Tundra A, weil wir oben das Ding bekommen haben. Zack. Wo ist denn hier Tundra? Hier. Taiga. Ja, wird so ähnlich sein. Taiga, Tundra, das ist doch alles das Gleiche. Aber Tundra war doch hier oben irgendwo auch, oder? Ja, ist egal. Es ist alles das Gleiche. So, alles Bäume und kalt. Okay, dann geht's hier weiter. Was bekommen wir hier? Bekommen wir insgesamt 8 Punkte. 2, 4, 6, 7,5. Ich glaube, das 8-Punkte-Feld ist das Beste. Oder nee, warte mal, hier. 9 Punkte. 9. Ja, rein da. Nahrung und so weiter ist mir gar nicht so wichtig. Ich möchte gerne, dass wir ordentlich nochmal Wissenschaften so 'n Kram pumpen. Und hier schauen wir, dass wir so viele Geländefelder uns wie möglich noch sichern, falls hier noch was passieren sollte. Ich gehe mal zuerst hier unten hin. Hier kommen wir aber nicht ran, wa? Eins, 2, 3. Ne, hier kommen wir eh nicht ran. Aber das sichert uns am meisten noch. Nehmen wir das hier mit und das hier. So, da passiert ich glaube, es passiert eh nichts. Die sind ja am Maximum alle, aber nichtsdestotrotz braucht ja keiner auf die Idee kommen, hier noch irgendwo eine Müllsiedlung zu gründen. Da habe ich keinen Nerv für. Gut, und dann geht's in Karthago weiter. Karthago, ja, zufriedenheitstechnisch eigentlich noch ganz okay, I guess. Wir sollten dann, noch einen Waffenmeister Krankenhaus vielleicht zuerst mal noch die Kombi. Wo gibt's den denn? Den Waffenmeister können wir über die Akademie bauen. Sehr geil, da können wir da auch noch das andere Ding hinbauen. Hier wäre eine Menagerie nicht schlecht. Sind wir schon nur noch bei 4. Wenn wir dann noch einen Spezialisten, dann sinkt das immer weiter, immer weiter. Und den bauen wir jetzt auch. Ne, den bauen wir hier hin. Zum Brennofen. Jawohl. Hadrometum bekommt einen Pavillon gespendet von mir. Großzügig wie ich bin. Und kann dann nochmal einen Spezialisten einsetzen. 2, 4, 6, 7, 5. Gab es hier irgendein cooles Feld? 2, 4, 5, 6, 5. Auf den ersten Blick jetzt nicht. 6, 5. Ich glaube, das war das Beste hier. Oder? 5, 6, 8. Ja. Okay, Missionar. Pause. Missionar hier, keine Pause. Missionieren. Da machen wir jetzt, da zeigen wir Ihnen jetzt mal hier, wer das Sagen hat. Und gehen hier hin und missionieren vor deiner Nase, Rudi. Jetzt versteckt er sich, aber vor seiner Nase wird hier jetzt gegenmissioniert. Da kenne ich nix. Da kenne ich nix. Das ist ja insane, was die hier machen. Kein Respekt vor meiner Religion. Das überspringen wir. Das überspringen wir. Und das überspringen wir. So. Muss da aufpassen, dass ich nicht direkt in die nächste Runde gehe. Ich habe noch was vor. Das überspringen wir. Das auch. Den hier auch. So. Dann machen wir den hier. Hernán Cortés. Der gibt uns jetzt 3 Infanterieeinheiten dazu. Sehr schön. Dann ist der loaded. Und, oh Gott, hier oben ist ja Vollkatastrophe. Dann fährt der mal. Hier hatten wir, glaube ich, keinen stehen hier in der Gegend. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen alle voll waren. Ne, der fährt mal hier rein. Der ist ja jetzt schön beladen. Teneriffa war safe, oder? Ja. Und dann möchte ich hier noch einen Missionar kaufen hier oben. Ich kaufe mal direkt 2.
Wir haben es ja. Ja, wir haben es eigentlich nicht mehr. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, irgendwie noch eine Kohle auszugeben. Ich kaufe hier jeweils einen. Denn hier glaube ich, ne, hier kann ich doch keinen kaufen. Warte mal, ich brauche ja erst einen Tempel. Dann kann ich keinen mehr kaufen, weil ich keine Kohle mehr habe. Den bauen wir auch direkt auf hier so ein Feld drauf, würde ich sagen. Dann kann mir hier 'n Missionar kaufen. Zack, da sind wir fast schon pleite. Dann erweitern wir hier noch ein bisschen, holen uns die Geländefelder, die sind alle nicht schlecht, alle Zufriedenheit, alle Kultur. Ich möchte mir hier unten noch das Ding hier saven. Beine brauchen wir jetzt nicht unbedingt, die geben ja nur Produktion für Einheiten, Gedöns dazu. Das macht jetzt keinen Sinn, produzieren wir ja aktuell nix. Das ist frech, dass das ja Der alles wahre missioniert Zweck wurde. des Schießpulvers ist es, alle Menschen groß zu machen. Sehr gut. Neue Einheiten freigeschaltet. Ich upgrade da mal nix. Das kostet mir jetzt alles zu viel Gold irgendwann. Unser Einkommen sinkt immer weiter. Ich muss auch jetzt mal die Goldgebäude langsam aber sicher bauen. Ja, machen wir hier hin sogar. Aber nutzen wir gleich das mit Nahrungsnachbarschaft hier aus. Wobei hier es noch sinnvoller gewesen wäre wahrscheinlich. Aber ich möchte den hier auch noch mitnehmen. Ähm, Hier gibt es ein bisschen Zufriedenheit. Das möchte ich auch noch snacken. Beziehungsweise, nee, hier haben wir noch die Färbenmittel. Hier haben wir noch die Färbenmittel. Die brauchen wir auch unbedingt. Und hier gehen wir jetzt dann rein. Wir haben alles soweit fertig. Fangen wir hinten an. Kavallerieeinheiten. Wir haben unsere Infanterie, sollten wir, glaube ich, stärken. Die sollten wir sogar haben. Ja, die haben wir schon gestärkt. Das heißt, was haben wir hier noch Schönes? Wir könnten noch ein paar Reliquien einsammeln. Wir haben hier Fernkampf und Belagerung. Wissenschaft für Wissenschaftsgebäude. Machen wir das zuerst mal. Das dauert eh alles nur eine Runde aktuell. Da kann nicht viel schief gehen. Das werden wir auch safe noch schaffen. Wir sind ja noch im ersten Teil der Krise. Und dann fange ich in Russikade. Produktionstechnisch sind wir on fleek. Das heißt, wir fangen jetzt mal an, die ganzen Goldgebäude hier zu bauen. Die brauchen wir ganz dringend, um so ein bisschen zumindest Einkommen zu bekommen. Auch hier Kultur, glaube ich nicht. Menagerie brauchen wir jetzt auch hier nicht. Die ist noch safe. Das heißt, hier brauchen wir eine Bank. In Hippo. Da wird es schon knapp. Wir haben da die Menagerie schon gebaut. Da können wir nichts mehr boosten. Bauen wir auch noch eine Bank erstmal. Und können dann noch einen weiteren Spezialisten einsetzen auf das Feld hier oben. Das war das Starke. Und dann müssen wir vielleicht nochmal umsortieren hier. Warte mal, wo stehen wir jetzt? Wir haben da 20, 25, 8,1. Ist schon relativ wenig. 4,7 ist noch viel weniger. Mittel hier rein. Haben wir hier irgendwo Zufriedenheitsressourcen, die wir nicht brauchen in den Siedlungen hier? Zufriedenheit in Städten in fernen Ländern. Ja, Städte in fernen Ländern haben wir noch keine. Doch, haben wir eine. Wait a minute. Was war denn das? War das Toledo? Ja, war Toledo. Rein da. So, da haben wir das ordentlich aufgeteilt. Haben wir noch irgendwo Stadtressourcen? Ferne Länder. Hier, dann sortiere ich das gerade mal um. Sonst hatten wir, glaube ich, ferne Länder technisch nichts. 34. Der hat 37. Der braucht eigentlich auch keine Zufriedenheit hier. 34 braucht jetzt auch nicht unbedingt Zufriedenheit. 13 können wir reinpacken. 10 können wir reinpacken. Hier haben wir noch 9. Aktuell noch 19, 26. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Und dann kann der hier bei die... Wo war das? 9 war, glaube ich, am wenigsten. Oder 8. 8 war es. Ja. Da ist so ein bisschen ausgeglichen jetzt wieder. Den mache ich hier raus. Der kann hier rein bei den 29er. Und ich packe hier die Ressource rein. Dass wir hier unsere vollen 6 Nahrung bekommen. Dann ist das auch schon wieder safe. Und Missionare müssen wir jetzt wieder elendig durchklicken. Aber der hat hier was zu tun. Und der geht jetzt hier hin, bitte. Und wird jetzt auch vor euren beiden Augen. Hört jetzt auf mit dem Quatsch. Das passiert. Das passiert, wenn ihr nicht brav seid. Gegenmissionierung. Zack. Weiter geht's. Hier auch weiter. Die anderen sind halt alle unnötig. Ich werde die wahrscheinlich dann auch verschieben irgendwann mal. Weil hier unten, es wird ja eigentlich mittlerweile sogar nur noch hier und hier. Das sind die beiden, eigentlich in Mallet größtenteils nur noch. Das heißt, Mallet machen wir vielleicht auch gleich nochmal Missionar. Der hat noch 2 Aufladungen. Da können wir einmal noch gegenmissionieren und dann war es das. Die anderen bleiben in Hab-8-Stellung. Er hat einen Haufen Gold für rausgeschmissen, aber ich habe auch keine Lust,
mit denen jetzt noch irgendwo rumzulaufen, was zu missionieren. Einzige, was wir machen könnten, hier oben haben wir permanent Ruhe. Komm, dann schicken wir den hier hoch. Das ist ja safe. Hadrometum ist eigentlich auch relativ safe. Ich möchte die auch nicht einfach alle unnötig hier rumstehen lassen. Der kann nach Bagdad wieder. Utica haben wir gar keinen. Mozia möchte ich stehen lassen. Also alle mit Grenzbezug. Da lasse ich die Dinger drin. Die anderen auch in der Hauptstadt gehen. Die brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Der könnte hier unten mal anfangen. Einfach so zum Spaß. Schatzkonvoi ist ready. Ready to rumble. Oh, das werden wir aber auch nicht mehr schaffen wahrscheinlich. Den können wir überspringen. Die stellen wir einfach hier rein und die lassen wir. Ich upgrade da mal noch nichts. Die sollen erstmal die Füße stillhalten hier hinten. Da ist auch noch ein Schatzkonvoi fertig. Der kann... Na, Palma will ja nicht... Das ist der kürzeste Weg, glaube ich. Palma ist ja... das geht ja nicht 14. Hier braucht er 12. Ja, fahren wir ihn hier rein. 12 Runden, das ist in Ordnung. Das heißt in Ordnung, ich kann es nicht ändern. Gut, jetzt sind wir durch. Wirtschaft, das wird nicht passen. Da brauchen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte, bis wir den, das schaffen wir noch. Aber die restlichen 6, die wir dann immer noch brauchen, oder 7 sogar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die schaffen wir auf gar keinen Fall. Die schaffen wir auf gar keinen Fall. Dafür haben wir nicht genügend Schatzflotten. Warte mal, ich gucke mal noch einmal fix drüber. Wo habe ich das gesehen? Hier habe ich es gesehen. Und zwar hier unten. Wir bekommen 3, 4, 5 Stück nur. Wir bekommen nur 5. Das wird nicht passen. Und ich kann ja auch nichts groß machen. Selbst wenn wir hier unten noch... Wie sieht denn eigentlich hier aus? Ist hier was gegründet worden? Mosul ist noch gegründet worden. Der braucht halt auch noch Ewigkeiten. 7 Runden noch. Der andere weiß ich gar nicht, wo der ist. Hier war ja auch Stockholm, wollten wir irgendwie noch angehen. Keine Ahnung, wo die Einheit hin verschwunden ist. Werden wir sehen. Aber, wenn die missionieren direkt mal eine Runde gegen. Dass wir hier Ruhe haben. Und der nächste Schatzkonvoi, den schicken wir nochmal hier hoch. Das war ja auch so wie beim letzten Mal. 8 Runden. Leider. Und den lassen wir hier stehen. Der hat nur noch 2 Aufladungen. Der muss aushalten. Der muss aushalten und warten. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss, Leute. Wir haben ein bisschen was gemacht heute. Wir sind immer noch nicht im Krieg. Ich bin wirklich begeistert, dass das hier nicht eskaliert ist schon vor langer Zeit. Und bin gespannt, ob es dann noch eskaliert. Und wie sich das neue Update dann tatsächlich auf einen Zeitalterwechsel auswirkt. Ich gehe mal davon aus, es kommt heute. Und dann wollen sie ja da ein bisschen was dran ändern, was Beziehungen angeht und so weiter und so fort. Das sehen wir dann. Das sehen wir alles in der morgigen Folge. Bis dahin, macht's gut. Lasst gerne ein Like da. Und ciao, ciao.